Tag gesagt, ihr Aquaterrarianer! Heute zeige ich euch, wie ich die Luftfeuchtigkeit hier in meinem Froschterrarium steuere. Ich halte hier Hyla cinerea. Diese kommen im Südosten der USA vor. Das ist eine sehr breit gefächerte Klimazone. Es kann tagelang sehr feucht und tagelang auch sehr trocken sein. Nachts steigt hier die Luftfeuchtigkeit, vor allem in Gewässernähe während der kühleren Nächte. Hier also mein neues Video zu meinem tropischen Terrarium mit Wasserfall. Viel Spaß damit! Wer sehen möchte, wie ich hier einst das Terrarium gebaut habe, der klickt einfach auf die Infobox. Tagsüber suchen unsere Laubfrösche gerne wärmere Plätze auf und setzen sich in die Sonne. Wichtig ist, dass das Terrarium nicht zu feucht gehalten wird. Sinnvoll sind 60–80% Luftfeuchte. Das Becken ist mal wieder komplett zugewuchert und ich habe in den letzten 6 Monaten zumindest nichts an den Pflanzen gemacht. Sieht man hier ganz gut, wie die Efeutute auf der Suche nach Wassern Luftwurzeln bildet und in die Rückwand wächst. Ich habe hier bei mir verschiedene Möglichkeiten eingebaut, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und auch zu senken. Fangen wir mit den Lufthebern und dem Wasserteil an. Die Luftheber laufen dauerhaft durch einen Hamburger Mattenfilter und erzeugen viele Bläschen im Wasser. Durch die Umgebungstemperatur verdunsten hier mindestens mehr als 2 Liter Wasser wöchentlich, was schon mal die Grundfeuchtigkeit bildet. Auch hier gibt es ein Video, wie ich die Luftheber und den Hamburger Mattenfilter einsetze. Hier die Frontansicht unter Wasser. Die Aufbauten sind aus Styropor mit Fliesenkleber und Epoxidharz überzogen. Die kleinen weißen Punkte übrigens auf dem Moosball sind Hyla cinerea Froschlaich, dazu später mehr. Das zugewachsene Terrarium bietet gute Versteckmöglichkeiten und jeder unserer Schritte wird aus dem Hintergrund beobachtet. Als nächstes kann ich den Wasserfall per Zeitschaltweder zuschalten. Obwohl dieser hier nur auf einer sehr niedrigen Stufe dahin plätschert, erhöht das die Luftfeuchtigkeit enorm. Ihr seht, wie das Wasser im Hintergrund die Rückwand herunterfließt und das alleine reicht aus, um die Luftfeuchtigkeit auf ca. 80% zu erhöhen. Wenn ich jetzt noch jeden Abend mit der Beregnungsanlage sprühe, komme ich auf eine relative Luftfeuchte von über 90%. Ihr seht, dass ich über mehrere Möglichkeiten verfüge, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Hyla cinerea sind aber keine Tropenfrösche und wir wollen es, wie schon erwähnt, nicht zu feucht haben. Hier kommt jetzt unsere Abluftanlage ins Spiel. Simpel mit 2 Ventilatoren, die Belüftungslöcher sind hier absichtlich klein gehalten, durch diese Löcher führe ich auch diverse Kabel. Der untere Ventilator bläst die frische Luft rein und oben wird die feuchte Luft abgezogen. Mit laufendem Wasserfall kann ich so die Luftfeuchtigkeit tagsüber auf 60% senken. Wenn ich die Belüftungslöcher zuklebe, kann ich hier 100% relative Luftfeuchte simulieren. Das ist für Züchtungsversuche natürlich sehr interessant und wir können so eine Regenzeit für zum Beispiel tropische Tiere simulieren. In neuen Terrarien, die noch nicht eingefahren sind, kann es hier recht schnell schimmeln. Bakterien, Springschwänze, Asseln, Würmer und Schnecken müssen sich erst ansiedeln. Das Substrat sollte man demzufolge nicht allzu häufig wechseln. Wie man die ganzen Parameter einstellt, ist ein Erfahrungswert und muss einfach beobachtet werden. Mit mehreren Zeitschaltuhren kann das aber sehr gut funktionieren. Wichtig hierbei ist eine gute Kontrollanzeige. Ich habe hier eine B- bzw. Entfeuchtungsanlage. Diese misst die Luftfeuchtigkeit automatisch und schaltet die Ventilatoren dazu, sollte der vorher eingestellte Feuchtigkeitswert überstiegen werden. Ihr seht, man kann hier sehr viele verschiedene Klimazonen simulieren. In der Sommerzeit kann man darüber nachdenken, den Wasserteil leer zu pumpen und nur eine Wasserschale anzubieten. Wenn man den kleinen Hylas eine naturnahe Heimat bauen kann, kommt es meistens auch zum Nachwuchs. Ich danke euch fürs Zuschauen, danke auch für die 1000 Abos, ihr seid die Besten, bleibt dran für weitere Videos und schaut euch noch ein paar Impressionen an. Lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal.